Willkommen zu einem weiteren TR8S Performance-Tipp und einem etwas tieferen Einblick in das Step-Menü. Damit zeige ich dir, wie man aus so etwas hier so etwas macht. Viel Spaß dabei, los geht's! Alright, ich habe hier mein Pattern kopiert auf die Variation H und die Snare Drum gelöscht. Okay. Jetzt programmiere ich mir einmal einen Snare Roll ein. Mach das Motion Recording mal nochmal auf Off. Und dann klingt das Ganze nicht ganz so schön. Ich habe hier offenbar noch Accent Steps drin. Die nehme ich jetzt mal erstmal raus. Sodass das so richtig schön durchgängig ist. Jetzt mit dem neuen Firmware oder mit dem letzten Firmware Upgrade kann ich jetzt mehrere Tasten hier gleichzeitig drücken. Wenn ich die gedrückt halte, erscheint hier ein Submenü, durch das ich mit Copy und Utility durch navigieren kann. Das fängt bei Tune an, kommen wir gleich zu. Decay, Control, Velocity und dann kommt die Probability. Wenn hier diese Striche stehen, ist die Probability auf 100%. Sobald ich die auf etwas anderes ändere, das zählt hier rückwärts auf 90, werden die orange eingefärbt. Das Orange heißt nur, dass für diese Steps eine Probability anders, also abweichend von 100 eingestellt ist. Ansonsten sagt diese Farbe nichts aus über die Stärke der Probability. Das muss man wirklich hier nachschauen. Ich gehe jetzt mal für die anderen durch und ändere das mit ab. So, ganz einfach. Kann ich auf irgendwas einstellen. Ich stelle das jetzt einfach durchgängig auf 50 ein. Das kann man auch letztlich für die einzelnen Steps anders machen. Das mache ich auch gleich. Kommen wir gleich zu. Jetzt klingt es erstmal so. Und wie man hört, hört man nichts. Das liegt daran, dass ich hier die Master Probability auch einstellen kann. Das heißt, wenn ich den TR-Rec-Button gedrückt halte und am Level-Button vom Accent-Bereich drehe, dann wird die sogenannte Master Probability mit verändert, und die sollte jetzt für unsere Zwecke auf 0 stehen. 0% Master Probability heißt, benutze zu 100% die Probability-Einstellung der einzelnen Steps, also nehmen die als absolut. Das heißt, jetzt müssten wir jeden Step mit einer Chance von 1 zu 2 hören. Right? Das eignet sich dann später mal sehr gut dafür, einen Rise zu machen, nämlich immer mal mit einer Kombination aus den Einzel-Probabilities der einzelnen Steps und der Master-Probability des Geräts arbeitet. Das bezieht sich dann wirklich auf alle Steps im Pattern, das gerade spielt, oder in der Variation, die Probability eingestellt haben. Wenn ich TR-Rec gedrückt halte und den hochdrehe, dann wird sozusagen die Gesamtwahrscheinlichkeit aller Steps, da wird die Master Wahrscheinlichkeit sozusagen hinzugefügt. Das heißt, wenn ich das hier auf 100% hochdrehe, dann werden alle Steps immer gespielt. Das klingt dann so. Ne? Jetzt hört man, wenn ich das auf 100% drehe, dann ist sozusagen diese Einzel-Step-Probability wird überschrieben dadurch, dass die Master-Probability sagt, spiel immer alles volle Lotte. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich die Master-Probability auf 0 drehe, sollten wir nichts mehr hören. Mal sehen, ob es klappt. Ja, ne? So ist das Ganze weg. Das heißt, auch beim Einprogrammieren dieser Probability sollte man vorher gucken, habe ich die Master Probability jetzt erstmal auf 0 stehen, oder ungefähr, ne, ob jetzt plus minus 1% ist wurscht, aber auf dem Wert stehen, dass ich mich hier nicht die ganze Zeit wundere, warum passiert nicht das, was ich möchte. Okay? Soviel zum Thema Probability. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich Substeps eingeben will, dann kann ich das natürlich ganz wie gewohnt machen und habe in dem Menü einen Sub-Probability-Button. Ja? Also ein Flam ist das, ja. Den stelle ich jetzt mal auf 40%. Mal sehen, wie es sich anhört. Ja? Und das ist jetzt eine Besonderheit. Ich clear einmal das Pattern nochmal und schalte mir jetzt auf den ersten und den 9. Step einen Substep, also ein Flam. Der hat standardmäßig Sub-Probability und Probability auf 100%. Spielt also immer einen Flam. Okay?
Wenn ich jetzt für diesen hier die Sub-Probability auf 50 stelle, haben wir dasselbe wie vorher auch. Er spielt den zu 50%. Und wie man hört, spielt er ab und zu immer mal einen einzelnen. Das heißt, bei diesem Substeps ist es so, dass der Substep zwar gespielt wird, wenn ich die Sub-Probability aber runterdrehe und die Probability auf 100%, also auf auslasse, dann spielt er zu 50%, also mit einer Chance von 1:2, einen Substep, ansonsten einen Einzelstep. Das kann ich verändern, indem ich die Probability zusätzlich zur Sub-Probability, zum Beispiel, ich stelle jetzt mal auf 30, damit das nicht so ganz so oft kommt, dann müsste er jetzt mit einer Chance von 1:2 einen Substep spielen und zu 30% eben einen vollen Step, und wir das dann, aber das sind ja, ne, es ergibt keine 100%, manchmal müssten wir also auch nichts hören. Ne? Den Einzelstep hören wir jetzt eher sehr selten, weil er nur zu 30% drin ist. Da kommt er aber. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Sub-Probability auf 100% stelle, dann wird witzigerweise diese 30% Probability mit angenommen, aber er spielt immer einen Sub, aber nur zu 30%. Also wie genau sich das gegenrechnet, müsst ihr auch ein bisschen in der Praxis für euch rausfinden. Ich habe es noch nicht genau rausgefunden, wie das geht. Also was das dann bedeutet, wenn ich hier die Probability zum Beispiel relativ hoch stelle auf 80%, die Sub-Probability auf 100% habe. Dann spielt er mir immer einen Flam und manchmal nichts. Ne? Das heißt, die Probability des Steps steht jetzt auf 80%. Ja, also setzt jedes 5. Mal aus. Aber es wird auf jeden Fall immer ein Substep gespielt. Wenn ich den jetzt auf 50 stelle, dann wird dieser Step jedes 5. Mal statistisch gesehen ausgesetzt und davon aber in der Chance von 1:2 ein Substep gespielt, ansonsten ein einfacher. Ne? Jetzt machen wir das Ganze normal. Ich stelle meine Probabilities mal ein bisschen ein. Das geht so mit dem Drücken von mehreren Tasten relativ zügig. Warte. Ja, und für die letzten hier stelle ich wieder Substeps ein, die ich auch wieder von der Probability her auf 50% stelle und auch eben zusehe, dass die Sub-Probability immer so auf 70 steht, dass meistens Substeps gespielt werden. Dann stelle ich mir wieder die Probability von meinen Hauptsteps ein. Den will ich haben und den will ich haben und jetzt klingt das Ganze doch schon mal ganz witzig. Nächster Punkt ist Tune. Jetzt kann ich noch für die einzelnen Steps das Tuning einstellen. Dafür kann ich den auch einfach auswählen und jetzt ich stelle mal alles andere aus, damit wir es etwas besser hören können. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den 5. Step nehme und in meinem Submenü vor navigiere bis zum Tune, dann steht hier +9. Ich ändere das mal auf +18 aufs Doppelte. Mal hören, was passiert. Es passiert gar nichts, denn Tune ist ein Motion Record Parameter. Motion muss also eingeschaltet sein, sonst nimmt er das gar nicht auf. Ja. So, jetzt hört man, dass für diese Steps auch ein Tuning drin ist. Mit gedrückter Motion-On-Taste und Drehen am Tune-Regler drehe ich alle Tune-Werte für diese Steps in dieser Variation. Also die werden damit zurückgesetzt. Damit auch bei eingeschaltetem Motion-Parameter hört man dann also einfach nur das Tuning, was hier oben am Instrument eingestellt ist. Wenn ich jetzt meinen 5. Step wieder drücke und dann sieht man, dass der Tune hier auch auf Aus ist. Das ist jetzt für alle anderen für alle anderen Steps in diesem Pattern auch so, denn ich habe den ja gelöscht. Das hieße jetzt aber auch, ich könnte jetzt eben diesen Step 5 drücken, einen anderen Tune-Wert einstellen und wenn ich das jetzt abspiele, dann hört man, dass eben für alle anderen
der Tune-Wert aus ist, dann wird eben automatisch, sobald dieser Step erreicht wird, das Tuning dieses Steps übernommen und so lange durchgespielt, bis wieder ein Tune-Wert kommt. Es kommt aber keiner. Das heißt, wir ändern unser Tuning ungewollt. Ne? Ich mache es nochmal ein bisschen, ein bisschen extremer. Ja? Da dieser Step jetzt der einzige ist, der einen Tune-Wert hat, wird er auch für alle anderen übernommen, da die keinen Tune-Wert haben. Wenn ich hier jetzt aber zum Beispiel einen anderen einstelle, dann springt er immer zwischen dem Tune-Wert hier, plus 47 habe ich eingestellt, und dem Tune-Wert hier, minus 32, springt er hin und her. Und man sieht hier auch, für welche Buttons Tune-Werte eingestellt sind. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Decay gehe und den Wert ändere, zeigt er mir, dass ich nur auf diesem Button, auf diesem Step einen Decay-Wert habe. Man sieht also, oh, ich habe nur auf 2 Steps den Tune-Wert eingestellt. Das heißt, der wird immer zwischen den beiden hin und her springen, wenn hier das Motion Record auf das Motion auf On steht. Ja. Also müsste ich jetzt eigentlich durchgehen, für alle Werte einmal gerade hier am Tune-Regler drehen. Das kann man machen, indem man den gerade so auf 0 stellt. Eine andere Variante, das im Schnelldurchlauf zu machen, ist natürlich Motion Racket auf On zu schalten und einmal das Pattern durchzuspielen, um für alle Werte einen Tune-Wert drin zu haben. Da ist jetzt überall einer aus meiner Aufnahme drin. Also das heißt, dieses Submenü Tune und Motion Record mit dem Tune-Button hier hängt also unmittelbar miteinander zusammen. Jetzt kann ich wieder reingehen und Einzelschritte ändern, denn von da würde jetzt ja von dem einen Step auf den nächsten Step springen, wo das Tuning halt ein anderes ist. Ja, ob das jetzt besonders schön ist, kann man sich jetzt drüber streiten. Dasselbe gilt fürs Decay natürlich auch, dass ich auch hier über Motion Record einstellen und dann hier in einzelnen Steps verändern kann. Okay, mal gucken, was wir noch in diesem Submenü drin haben. Tune haben wir. Decay, wie gesagt, verhält sich analog zu Tune auch. Das müsste man entsprechend einstellen. Control bezieht sich auf das, was hier auf dem Control Knob eingestellt ist. Das heißt, auch da kann man mitspielen und die Werte ändern, wenn man sie entweder einzeln eingibt oder aufgenommen hat. Ich nehme mir mal gerade ein paar Werte davon auf. Ne, wenn ich jetzt also eine Taste drücke, dann sieht man, dass er hier für dieses Submenü auch einen Wert eingestellt hat. Velocity, das ist eine ganz feine Sache, denn hier kann ich jetzt noch einzelne Steps nehmen und die Velocity etwas runter oder etwas hochdrehen. Das ist auch eine ganz feine Sache, um noch etwas mehr Dynamik reinzubringen in das Ganze. Was haben wir noch? Dann haben wir noch die Probability der einzelnen Steps hatten wir, Subprobability hatten wir, das war's. Damit sind wir durch dieses Submenü durch. Ich hoffe, dass das dir einen Überblick darüber gegeben hat, wie eben dieses Submenü der einzelnen Steps, dass man durch langes Drücken des Steps aufrufen kann und das Motion Record und die Master Probability zusammenhängen. Zum Abschluss nochmal kurz einfach als Demo, wie macht man so einen Rise damit. Da spiele ich eben mit der Master Probability und der einzelnen Probability dieser Steps. Indem ich hier die Master Probability hochdrehe. Ja, so kann man damit auch in der Live-Performance ganz cool Rises einbauen. Jo, ich hoffe, dass ich dir damit einen Einblick geben konnte, wie das Step-Menü, Record, Master und Sub-Probability, wie das alles miteinander zusammenhängt. Denn das ist doch erstmal was, wo man seinen Kopf so ein bisschen umgewickelt kriegen muss, um das dann auch wirklich in der Praxis cool nutzen zu können. Wenn du Fragen dazu hast, hau die gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten haust du einfach auf den Abonnieren und auf den Glocke-Button, damit du nichts mehr verpasst, denn das wollen wir ja nicht, ne? Also, bis dann, viel Spaß und wir sehen uns. Peace out.